irgendwelche Abdrücke, wo der Guru Padmasambha war, und natürlich auch die Gebetsfahne, die einen überall begleitet. Wir haben schon mal etwas gesagt zu den jährlichen Zetschum, die jährlich in jedem grösseren Tempel stattfindet. Da werden 3 Tage lang Ritualtanz und Gesang vorgeführt. Das ist ganz wichtig für die Bevölkerung, weil da kommen sie eine Idee über, was ihre Religion eigentlich bedeutet. Es wird ihnen auch gezeigt, wie zum Beispiel die 49 Tage nach dem Tod ablaufen. Und es ist ganz wichtig, es werden auch die bösen Geister gebannt. Noch für die modernen Bhutaner ist der tantrische Buddhismus unglaublich wichtig. Der Tetschu ist aber auch ganz einfach das Volksfest. In diesen 3 Tagen sind die Leute nicht nur ehrfürchtig sitzen dort, sondern es wird geratscht und gegessen und getrunken und es hat auch Märzstände, wie bei uns an einer Kilbe, Märzstände, und da zum Beispiel ein Wandermönch, der sich ein Auskommen macht mit diesen Gebeten, die er darbringt für die Gläubigen. Und er hat etwas ganz Besonderes bei sich, nämlich einen tragbaren Altar. Den sogenannten Tashigomam. Der Tashigomam, der hat ganz viele verschiedene Türchen. Das sind ganz wirklich so Kunstwerke, Wunderwerke, die er da mitträgt. In jedem Haus zu Bhutan hat es eigentlich auch einen Hausaltar. Das Beispiel, wo wirklich auch ein besonderer Hausaltar ist, ist aus dem Südosten von Bhutan. Da werden jeden Morgen und jeden Abend das Ritual durchgeführt. Wir waren gerade die letzte Woche beim Oppositionschef, der jeden Morgen auch eine Stunde mindestens in seinem Altarraum verbringt. Zu der Bewahrung und Förderung der kulturellen Werte gehört die Förderung der 13 traditionellen Handwerkskünste. Da sehen Sie gerade einen jungen Mann, der in einem Tempel da die schöne Schnitzerei bemalt. Beim Besuch in der Hauptstadt der Schule für traditionelle Handwerkskünste kann man schauen, wie die jungen Leute das lernen. Also Weben, Sticken, Skulpturen, alles gehört da dazu. Ich kann Ihnen leider nicht alle 13 jetzt aufzählen, aber die wichtigsten, denke ich, kann ich sagen. Einer der Höhepunkte von einer Bhutanreise ist, wenn man das Tigersnest, also den Taxan besuchen, auf 3500 Meter, und man muss auflaufen. Also dann hat man ja auch einen Gewinn, oder, für sein Karma. Auffahren wäre da nicht in der Ordnung. Und da bei dem Tigersnest, die Legende sagt, dass der Guru Rinpoche oder eben der Padmasambhava im 8. Jahrhundert auf einer fliegenden Tigerin von Tibet her gelandet ist und dann von daher den Buddhismus über das Land verbreitet hat. Das aktuelle spirituelle Oberhaupt, der 71. Chekempo, ist seit 1996 der Vorsteher der Mönchsgemeinschaft. Noch heute residiert er im Sommer im Tempo, 2300 Meter, wo es kühler ist, und im Winter dürfen dann nach Punakha auf 1200 Meter mit der ganzen Mönchsgemeinschaft, wo es wärmer ist. Jetzt früher hat der Umzug von der Sommerresidenz in die Winterresidenz oder umgekehrt ist sehr lang gegangen, oder mit Maultieren und Laufen und so weiter. Heute, auch wenn er da, wie im Bild, im tollen Prado dort runterfährt, dauert es immer noch sehr, sehr lang, weil ganz viele Gläubige in der Straße noch warten und von ihm gesegnet werden. Noch ein Detail. Ich habe eigentlich gehofft, der Fritz lege heute Abend den Go an. Oder? Dann sieht man so Knie, das ist die traditionelle männliche Kleidung.
Wenn der Cekempo ins Winterquartier geht, heisst das, jetzt wird es kälter. Und von dann an dürfen die Männer Unterhosen anlegen unter dem Go. Erst von dann an. Und sobald er wieder vom Winterquartier zurückgeht, dann nachher muss man die sofort wieder abziehen, denn das heisst, jetzt ist wieder Sommer und Wärme. Die Regierung wacht auch über den Bau der Häuser. Also die Häuser müssen im traditionellen Stil gebaut werden. Das ist in einer abgelegenen Siedlung im Tangtal. Aber auch wenn ein neues Haus gebaut wird, gibt es da ganz genaue Vorschriften, wie das muss aussehen. Ja, jetzt haben wir die 4 Säulen angeschaut von der Gross National Happiness. Sind Bhutaner glücklicher als andere? Es wird so weltweit aber ein Gross National Happiness Report gemacht. Und 2014 bis 2017 ist es publiziert worden. Bhutan Platz 97, Schweiz Platz 4. Und das ist der Moment, wo ich E-Mail und WhatsApp bekomme von Bhutan, was gratuliert, dass wir vom Platz 4 sind. Und sie sind selber ein bisschen enttäuscht. Der vierte König hat aber auch nie behauptet, dass Bhutaner glücklicher sind als andere. Das hat dann eben Tourismuswerbung daraus gemacht. Happiness is a place. Der König hat das Streben nach Glück als zentrale Staatsphilosophie bezeichnet. Und sie sagen immer wieder, wir sind unterwegs. Vielleicht ein besserer Begriff als Glück wäre Zufriedenheit oder Gross National Harmony, würde ich auch noch passen zu GNH, Harmony, weil es zeigt sich in der Forschung, dass der Glücksbegriff einfach auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird von Kultur zu Kultur. Und darum sind diese Einschätzungen auch mit Vorstand, mit gewissen Vorsicht zu prüfen. Die Förderung von einer nachhaltigen Wirtschaft ist die 4. Säule von Gross National Happiness. Bhutan selber ist ein Bergagrarland, hat praktisch keine Bodenschätze. Wasserkraft ist eigentlich die wichtigste Einnahmequelle. Und 60% der Bevölkerung sind immer noch in der Landwirtschaft tätig. Aber ich muss schon sagen, Tag für Tag wandern immer mehr junge, vor allem auch die gut ausgebildeten Menschen in die Städte, vor allem in die Hauptstadt Thimphu. Man versucht mit Mechanisierung das Leben der Bauern zu vereinfachen. Da ist der letzte Premierminister gerade dran, so Landwirtschaftsmaschinen den Bauern zu übergeben. Und er hat es relativ einfach, weil da gerade vor dem Sommer in Thimphu ist etwa eine der wenigen ebenen Flächen, die man bewirtschaften kann. Bhutan hat sich aber auch vorgenommen, das erste rein biologisch produzierende Land auf der Welt zu sein. Die gleiche Regierung hat sich vorgenommen, das bereits 2020 zu erreichen. Das ist typisch Bhutaner. Sie tun sich immer ein hohe Ziel setzen. Das ist niemals möglich, schon rein vom Ablauf her vom biologischen Landbau. Aber es wäre eine riesige Chance. Weil stellen Sie sich vor, wie sich Indien in den letzten Jahren entwickelt hat. Indien hat eine riesige, unterdessen gut ausgebildete und auch zum Teil gut verdienende Mittelschicht, wo langsam auch bewusst wird, was es heisst, auch gesund zu essen. Und wenn das der Bhutaner gelingt, mit dem Vega-Label, Bhutan und biologisch auf den Markt zu kommen, dann haben sie wirklich einen guten Move gemacht. Reis ist die Hauptnahrungsquelle heute, ist nicht immer so gewesen. Bis noch in den 70er, 80er Jahren ist Buchweizen und Mais ebenso wichtig gewesen. Heute ist Reis
wirklich immer noch ein Hauptnahrungsmittel. Als ich 1996 das erste Mal in Bhutan war und ganz im Osten von Bhutan war, hat es einfach zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht Reis und Chili, Reis und Chili, Reis und Chili gegeben. Das ist heute ziemlich anders. Es ist viel vielfältiger. Und man sieht das auch am Wachstum der jungen Bhutaner und Bhutanerinnen an. Aber das Problem ist mit dem zunehmenden Einkommen in Bhutan und immer mehr Essen haben sie das Problem, ihren Bedarf an Nahrungsmitteln zu decken. Und nur 47% vom verbrauchten Reis wird im Moment im Land selber produziert. Wenn man ein bisschen, da hat Bhutan noch ziemlich viel Potenzial. Allerdings kommt da zum Teil über die Vorgabe, dass 70% vom Land muss bewaldet sein, auch manchmal auch Erklärung. Eines der Programme, das Helvetas da in Bhutan initiiert hat, ist besonders erfolgreich gewesen. Wir haben das Herdöpfelprogramm. Unterdessen essen die Bhutaner recht viel Herdöpfel, in allen verschiedenen Formen. Und es ist auch der landwirtschaftliche Hauptexportartikel geworden. Neben Orangen, also wir würden sagen Mandarinli, und Kardamom, dem Gewürz. Ein ganz besonderer Exportartikel ist das hier oben, Cordyceps. Cordyceps entsteht aus einer Symbiose zwischen einem Raupen und einem Pilz und wächst nur auf einer Höhe von etwa 4700, glaube ich, jetzt muss ich nochmal nachschauen, ja, 4500 bis 5200 Meter über Meer. Und vor allem Chinesen sind wahnsinnig interessiert an diesem Cordyceps. Hier natürlich häufig an so Heilmittel. 10 von diesen kleinen, und die sind wirklich klein, 10 von diesen Cordyceps von der besten Qualität werden heute mit etwa 360 Schweizer Franken gehandelt. Durch das werden die Jagdhirten in diesen Höhen auch recht reich, muss man wirklich sagen. Bhutan hat aber auch sehr stark in den letzten Jahren auf den Tourismus gesetzt. 2003 sehen Sie, sind es noch weniger als 10'000 internationale Touristen gewesen. Internationale Touristen ohne Inder und Bangladesch. Heute sind es gegen 80'000, die jedes Jahr auf Bhutan kommen, nein, über 60'000, die jedes Jahr nach Bhutan kommen, mit aufsteigender Tendenz. Darum, unsere Kollegen und Kolleginnen, die wir haben in Bhutan, die versuchen alle als Reiseführer oder Tour-Operator unterwegs zu sein. Und wenn sie irgendwo ein gutes Stückchen Land an einem schönen Ort haben, versuchen sie ein Hotel zu bauen. Das ist nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen. Die internationalen Touristen zahlen in Bhutan 250 US-Dollar pro Tag. Der Ansatz ist bewusst gewählt worden, um eine gewisse Exklusivität zu haben. 65 von diesen 250 Dollar kommen als Nachhaltigkeitssteuer zur Regierung, wo man auf der einen Seite Armutsbekämpfung macht, das unentgeltliche Bildungs- und Gesundheitswesen mitfinanziert und natürlich auch die Infrastruktur wie Straßen. Die anderen 85 US-Dollar pro Tag pro Person werden gebraucht für das Hotel, also das ist all-inclusive, Hotel, Führer, Fahrer, Übernachtung, alles. So sind 185 Dollar dann am Schluss doch nicht mehr so viel, muss man sagen. Tradition und Moderne kommen auch beim Reisen einmal zusammen. Auf der einen Seite sind wir da mit einer von unserer Gruppe in so einem traditionellen Bauernhof, wo man ein traditionelles Essen auf dem Boden sitzend einnimmt. Das ist eigentlich noch heute normal bei den meisten Bhutaner und Bhutanerinnen, dass sie auf dem Boden sitzen und auch mit den Händen ihr Essen zu sich nehmen. Und dann ist man unterwegs und denkt, es ist in der Natur ein Picknick
und man wird da auf Stühle gesetzt mit Tisch und kommt ins Hotel Mittagessen über. So kommen eben auch hier Tradition und Moderne zusammen. Auch da hat sich einiges entwickelt in den letzten Jahren. Das hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können, dass man da so Event-Tourismus macht, oder man fährt heute auch mit dem Velo oder mit dem TÜV quer durch Bhutan durch, oder eben geht trecken, das ist ein Bild von einem von unserem Trekking, wo man über 4000 Meter unterwegs ist, man geht da bis über 5000 Meter. Nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle ist aber Wasserkraft. Sie sehen, Wasserkraft ist auch weit, bringt viel mehr auch als der Tourismus. Allerdings muss man sagen, die Wasserkraft, der Ausbau von diesen Wasserkraftwerken sind unglaubliche Investitionen für so ein kleines Land. Und die meisten Schulden haben Bhutaner für das bei den Indern. Und die Inder sind gleichzeitig auch die Hauptabnehmer vom Strom. So können die Inder auch ein bisschen mitbestimmen, wie viel sie zahlen für den Strom, weil sie ja gleichzeitig auch die sind, die das Ganze finanzieren. Wenn Sie aber sehen, dass sich innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 10 Jahren, das durchschnittliche Einkommen in Bhutan verdreifacht hat, dann muss man doch sagen, das ist an sich doch eine Erfolgsgeschichte. Das Bild hier am Flughafen Bangkok, an das haben wir uns unterdessen gewöhnt. Das ist auch so ein Ausdruck von dem, dass mehr Geld drin ist. Da werden elektronische Gadgets in Massen eingeführt. Also Sie sehen so die Flatscreens, also manchmal 3 auf einem Ding, auf einer so Rolle oben, und werden von der Druck her dann nach Bhutan geflogen. Das hat aber die Entwicklung, die an sich gute Entwicklung, hat aber auch dazu geführt, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich grösser geworden ist im Land. Es ist vor allem so, dass im schlecht erschlossenen Südosten von Bhutan es noch recht, wirklich die Leute sehr, sehr einfach leben. Wir haben gerade im letzten November, wo wir dort gereist sind, müssen wirklich sagen, sind mit dem ehemaligen Premierminister gereist, der war selber ein bisschen schockiert gewesen. Allerdings muss man einfach sagen, es hungert niemand. Das ist schon so. Aber die Leute leben wirklich sehr, sehr einfach. Die Regierung, die dann jetzt gewonnen hat, 2018, die hat dann den Slogan gehabt, Narrowing the Gap. Also der Unterschied zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten zu verkleinern. Sie haben sich recht viel vorgenommen. Mal schauen, wie weit das sich wird. Etwas, was uns am meisten Sorgen macht, ist die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit. Es hat immer mehr gut ausgebildete Bhutaner und Bhutanerinnen, aber zu wenig Job für die Bhutaner und für die gut Ausgebildeten. Und wie an vielen Orten auf der Welt gibt es leider keine wirklich gute Berufsbildung. Das hat Helmut das schon seit 20 Jahren, seit mehr als 20 Jahren. Der Fritz ist eigentlich wegen dem unter anderem auf Bhutan gekommen. Alle streben den Bachelor oder Master an. Dabei gibt es zum Beispiel, wenn in der Hauptstadt Thimphu einen anständigen Sanitär finden, hat keine Chance. Hat keine Chance. Es gibt vielleicht 1 oder 2, und die machen gut Geld. Das muss man sagen. Die machen gut Geld. Aber sonst schicken es nicht ausgebildete indische Arbeiter, die für wenig Geld arbeiten. Alle möchten am liebsten bei der Regierung arbeiten, weil man so ein bisschen böse sagt, der Go, das traditionelle Kleid, das hat so weisse Manschetten. Und die weißen Manschetten, die eignen sich besser im Büro als auf dem Feld oder bei irgendeiner Handarbeit. Sie sehen da die Meldung von der letzten Woche aus der Zeitung, dass sich 3600 junge Bhutaner und Bhutanerinnen beworben haben für einen Job im Staat. Insgesamt sind aber nur etwa 700 Stellen offen. Was mit den übrigen
fast 3000 passiert, ist dann ein bisschen unklar. Bisher ist es auch so, dass Bhutaner und Bhutanerinnen leider ein bisschen zu wenig Eigeninitiativen im privatwirtschaftlichen Bereich zeigen. Darum haben wir von der Gesellschaft Schweiz-Bhutan aus seit diesem Jahr ein Projekt zusammen mit einer bereits gut etablierten Stiftung in Bhutan, die von Bhutanerinnen und Bhutanern geführt wird, wo Leute unterstützt, junge Leute unterstützt, die ein eigenes Business aufbauen. Und auch in die Schule gehen, um in der Schule so den Entrepreneurial Spirit zu wecken. Weil meistens, wenn sie dann aus der Schule rauskommen, haben sie schon ein bisschen vorgefasste Vorstellungen und das ist aber noch schlecht zu ändern. Ja, für uns bleibt es spannend, wie das weitergeht. Und Sie sehen eigentlich, die Arbeitslosigkeit in Bhutan mit so 2,5%, das ist eigentlich mit Vorsicht. Das Geniessen ist ja tiefer als in der Schweiz. Aber es ist vor allem mit der städtischen Jugend, wo das ein riesiges Problem ist. Und mit dem kommt natürlich auch das Problem von Drogen, zum Beispiel. Gerade im Tempo oder Medikamentenmissbrauch, das wird zunehmend das Problem. Bhutan war eines der Fokusländer der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, teilweise immer noch. Und in diesem Rahmen sind ja, wie wir haben gehört, Fritz und Brigitte Loppacher 1977 nach Bhutan gekommen. Und das alles hat angefangen mit der Freundschaft von diesen beiden Frauen. 1948 war Lisina von Schultes und Aschi Kesang miteinander in London gsi, House of Citizenship zum Studieren. Lisina war Tochter von Fritz und der Monika von Schultes, eine industrielle Familie von Cham. Und Aschi Kesang war aus Kalimpong, wo damals noch Sikkim war. An der Weihnacht haben dann die Engländerinnen ein bisschen hochnäsig da und die Ausländerinnen nicht heimnehmen. Und dann hat Lisina gesagt, los Aschi, komm doch du mit mir heim auf Cham. Und das hat dann eine lebenslange Freundschaft gegeben. Und 1952 ist die Aschi Kesang, hat sie der dritte König von Bhutan geheiratet und ist Königin von Bhutan geworden. Fritz und Monika von Schultes sind dann 1952 das erste Mal nach Bhutan und haben dann 20 Jahre lang Bhutan regelmäßig besucht. Und die Königsfamilie war auch zu Gast in Cham. Auf privater Basis hat die Familie zahlreiche Projekte initiiert. Zuerst hat sie einen Ofenbauer geschickt aus Schöffland, dann einen Funkexperten, damit man ein bisschen die Grenzen zu China besser überwachen konnte. Und dann sind auch Öfen gekommen, eben, da sehen Sie noch Bukaris, wo der Ofenbauer von Schöffland dann gemacht hat. Und 1967 ist der Fritz Maurer als Käse nach Bhutan geschickt worden. Der Fritz ist in Bhutan geblieben, hat eine Bhutanerin geheiratet, die leider verstorben ist in der Zwischenzeit. Sie haben miteinander 5 Kinder gehabt. Die letzte Woche haben Claudia und ich die Chimidema, eine Käserin, ist mit all dem Käse und mit dem Joghurt zu uns auf Timpo gekommen, in die Hauptstadt. Sie führt jetzt die ursprüngliche Käserei von Fritz Maurer und offenbar ist der König das letzte Jahr einmal dort schnell vorbei, hat er gefunden, ja, also bezüglich Verpackung und bezüglich Marketing und allenfalls noch Weiterentwicklung vom Joghurt, müssen sie schon ein bisschen Fortschritt machen und sie sollen doch schauen, dass sie dann in die Schweiz kommen können. Das ist unsere Aufgabe, um zu schauen, ob wir neu einen Platz finden, wo wir sie noch ein bisschen weiterentwickeln. Der Fritz von Schultes hat dann eine Stiftung gegründet, Pro Bhutan, 1971, aber hat all die
die Projekte mit seinen Freunden selber finanziert und die Stiftung ist immer grösser und grösser geworden. Und dann hat er sie 1975 nach Helvetas übergeben. Und seither engagiert sich Helvetas bei Bhutan in verschiedenen Gebieten, zum Beispiel in ländlichen Gebieten sind Hängebrücken gebaut worden. Das Spital in Bhutan, wo westliche Medizin und traditionelle Medizin nebeneinander praktiziert werden, ist gebaut worden. Oder da ist das Paro College of Education, der Bau, wo finde ich sehr gut gelungen ist, wo probiert hat, traditionelle Bauweise mit modernen Ansprüchen miteinander zu verbinden. Gut, und jetzt schlage ich vor, dass ihr jetzt wir den nächsten Teil ausführen, wie ihr sie gleich sparen. Es ist wirklich mal lesen. Ihr müsst eindrucken. Und ich habe Ihr das seht, Zeichen. habe ich das Mikrofon in der Hand. Ist das eingeschaltet? Ja. Wir sind wirklich ins Land gekommen, wo es einfach noch nichts gegeben hat. Sozusagen Pionier. Kein Strom, fast keine Strassen, wenig Fahrzeuge, Ausländer. Das waren die ersten paar im Land. Von dort her haben wir eine besondere Aufgabe gehabt. Der Fritz war angestellt als Mechaniker. Seine Aufgabe war, eine mechanische Werkstatt zu leiten und vielleicht weiterzuentwickeln. Und wir hatten sozusagen freie Hand gehabt, auch von Helvetas einmal allerlei auszuprobieren. Zum Beispiel Strom erzeugen mit einem Windgenerator, weil gerade in der Trockenzeit ist ein heftiger Talwind durch Bhutan, wo wir gelebt haben, gefegt. Uns war immer ein ganz wichtiges Anliegen in der kleingewerblichen Entwicklung, die jungen Bhutaner und Bhutanerinnen ausbilden, in der Berufsausbildung. Das ist jetzt der Sange, der ist aus einem Dorf, der hat in seiner Jugend als Bub noch nicht einmal ein Auto gesehen und da steht er an einer Oerliker Drehbank. Wie wir vorher schon gesehen haben, hat sich die Werkstatt dann weiterentwickelt und der Ofenbau ist vorangetrieben worden. Die Leute haben ja traditionell einfach so gemauerte Feuerstellen gehabt, wo man das Holz reingeschoben hat. Das hat kein Chemik gegeben, nichts. Der Rauch ist einfach irgendwo durch die Dachluke abgezogen und die Häuser sind innen immer kohlrabenschwarz gewesen. Und die Leute haben vielfach Atembeschwerden gehabt oder entzündete Augen. Darum ist das sehr ein wichtiges Gebiet geworden, gute Öfen zu haben, die vor allem in der kalten Jahreszeit so auf 2.500 bis 3.000 Meter Höhe gute Wärme geben. Und gleichzeitig hat man zum Beispiel auch noch gerade Wasser drauf heizen, dass man warmes Wasser hat. Wir haben natürlich sehr viel gearbeitet. Wir sind in der Werkstatt von morgen um 6 Uhr bis zum Abend um 6 Uhr sind wir am Arbeiten. Und es hat aber natürlich auch, wie das den Bhutaner ganz besonders gefallen hat, wir haben auch immer wieder ein Fest gebaut. Und da ist jetzt eine Nonne an einer Gulaschkanone, die ich auch kopiert habe von der Schweizer Armee. Ich musste das Rad nicht neu erfinden, ich habe einfach von einem
Freunde in der Schweiz habe ich mir Pläne und Zeichnungen bekommen. Und dann haben wir die Gulaschkanone produziert. Und das ist jetzt in einem Kloster mit 400 Nonnen. Die bereiten sich vorbereiten mit dem Reiskochen für ein grosses Fest. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Leuten auch vom Dorf sind so eigentlich erste gute Kontakte entstanden. Unser Thema ist ja eigentlich Freundschaft. Wie ist es auch zu dieser Freundschaft gekommen, die später dann sogar die Königsfamilie in die Schweiz gekommen ist, auf unsere Einladung. Das hat so angefangen, dass wir eben Leute aus den Dörfern geholt haben für Ausbildung in der Werkstatt, oder andere Schweizer haben so Leute in der Försterei beschäftigt oder in der Saatgutgewinnung, Tierzucht. Da sehen Sie jetzt ein Beispiel von einem stolzen Dorfvorsteher, der Ländereien hat und sich freut, wenn er endlich teilhaben kann an dieser Modernisierung. Modernisierung ist da mit einer kleinen Wasserturbine, die einen Generator treibt. Und das Dorf Damsching war eines der ersten Dörfer, das Strom hatte. Das ist einer von unseren Mitarbeitern heute, einer der besten Freunde. Er hat später die politische Karriere eingeschlagen. Er war zuerst Werkstattleiter, dann ist er in die Politik. Und hat uns immer sehr, sehr freundlich begrüßt, wenn wir wieder einmal ins Land gekommen sind für einen Besuch. Da bin ich zusammen mit dem Lönpo Pema. Das ist eine Geschichte, die einen eigentlich berührt. Der Pema ist als ganz junger Mechaniker zu mir in die Werkstatt gekommen. Und ich habe aber schon gleich gesehen, der Pema ist kein Mechaniker. Und er war fleissig, intelligent. Und dann habe ich gefunden, irgendwie muss ich dem Pema sagen, du bist kein Mech. Das ist nicht deine Berufsbildung, deine Karriere. Und da habe ich mal vorgeschlagen, wo wir ein Sackwerk im Nachbartal aufgebaut haben. Pema, komm, wir laufen zu Fuß, gehen wir heim auf Bumtang. Und da habe ich auf dem Pässchen oben dort, wo man ins Tal sieht, habe ich gesagt, Pema, sitz ab. Und ich habe im Rucksack einen Tee parat gehabt, und dann haben wir einen Tee genommen. Und dann habe ich gesagt, los Pema, du bist kein Mechaniker. Deine berufliche Karriere muss ich abbrechen. Ich entlade dich aus der Werkstatt und du musst dir einen anderen Weg suchen. Da hat der Pema natürlich gebrüllt und hat gesagt, du machst mir meine Zukunft kaputt. Da habe ich gesagt, nein, eben gerade nicht. Weil es ist so wichtig, dass du das machst, wo du Begabungen hast. Den Pema konnte ich dann bei Walter Roder unterbringen, im Futterbau. Er hat dann, weil er wirklich ein cleveres Bürstchen war, hat er in Neuseeland ein Studium machen. Er hat an der ETH in Zürich doktoriert, in Hochlandweide. Und ist dann, da das Bild war, als er Minister war für Land- und Forstwirtschaft. Und wir haben etwa einmal, wenn wir eins getrunken hatten zusammen, oder vielleicht eins zu viel getrunken hatten, habe ich dann ihn hochgenommen und gesagt, Sir, you spoil my future. Es war ja am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir ja eigentlich als sogenannte Experten ins Land gekommen sind. Da war immer der Unterschied von oben und unten. Und wir haben viel
mit unseren engsten Mitarbeitern diskutiert, können wir nicht ein bisschen weniger formell miteinander umgehen. Die haben immer abgelehnt und gesagt, nein, das geht nicht, solange ihr Chefs sind, da müssen wir euch mit grossem Respekt begegnen. Und sie haben uns immer Titel Sir und Madame gegeben, was uns ein bisschen gestört hat, aber wir haben es nicht ändern. Aber später, wo wir dann nicht mehr in dieser Zusammenarbeit waren, wo wir das verlassen haben und auf Besuch gekommen sind, da hat es geklappt. Da sind wir plötzlich auf gleicher Ebene gewesen und immer sehr, sehr herzlich begrüßt worden. Eben unser Werkstattchef hier ist dann ins Hotelfach, hat ein schönes Hotel aufgebaut mit seiner Frau, die jetzt auch seinen jüngsten Sohn arbeitet. Traditionell wird man immer mit einem Schnaps begrüßt. Bhutanerinnen sind auch sehr hilfreich und aufmerksam. Da bin ich jetzt auf dem Weg in der Hauptstadt zum Minister zu gehen. Und der Tenzin, der Sohn und Juniorchef von dem Hotel, schaut, dass der ganze Go richtig sitzt. Ihr seht, wieso ich ihn jetzt heute nicht angelegt habe. Ich habe gefunden, am heutigen Tag bei diesen Temperaturen wären die Norweger Socken und der Wollenstoff ein bisschen daneben. Ein anderer Mitarbeiter, der hat es immer ein bisschen lockerer genommen und ist sehr gerne so schick dorthin. Auch wenn dann mir traditionell dorthin ist, hat er gerne Jeans angehabt und eine lässige Weste. Aber er war sehr ein guter Mitarbeiter und mit ihm haben wir immer wunderbar auf Touren gehen und so durch ihn sehr viel erfahren über das Land, über Hintergründe, Sagen, Legenden. Wir hatten immer eine gute Zeit zusammen gehabt. Wo auch eine engere Freundschaft möglich war, ist mit den Mönchen und mit Nonnen. Weil die haben nicht die Hierarchiestufen wie im weltlichen Leben. Und mit dem Sonam hatte ich ein wunderbares Verhältnis gehabt. Er war Tankenmaler, der die wunderschönen Gebetsstöfe gemalt hat. Und er hat im Zong, im Regierungsgebäude im mittleren Teil vom Tempel, hat er eine ganz kleine Klausel gehabt, wo er die Kunstwerke angefertigt hat. Ja, Freundschaft in einer ganz fremden Kultur bedeutet meistens etwas anderes als bei uns. Da denkt man jetzt, ja, die Schulkinder, die haben es lustig zusammen und so, das sind wirkliche Freunde. Man weiss aber nicht, sind sie verwandt miteinander. In Bhutan geht eben die Freundschaft sehr stark über die Zeiten. Und da haben wir naturgemäß eben gar keinen Zugang dazu gehabt und auch nicht dazugehört. Aus diesem Grund ist auch in Bhutan eigentlich eine tiefe Freundschaft halt schon mit unseren Schweizer Freunden. Das ist der Oski, den ich seit 1981 kenne. Und wir haben eine ganz tolle Freundschaft. Wir haben auch schon ganz wunderbare Wanderungen machen miteinander. Zwei Bergländer, die verstehen sich eigentlich naturgemäß, weil wir ja sehr viel Ähnliches haben. Und von dort her war es für uns eigentlich nie schwierig gewesen, dort zu leben. Auch unter Bedingungen, wo wir keinen Strom haben und mit Feuerholz heizen und kochen, wie es damals war. Es war einfach immer auch wunderschön. Da der Bhutan in einem Schneeschäumchen, das es ganz selten gegeben hat. Wie gesagt, wenn wir auf Bhutan gekommen sind, war es ein Heimkommen, wie wenn wir von Küsnacht auf Weggis fahren.
Wir hatten auch gute Freundschaften mit den Jagdhirten, das sind Nomaden. Wir konnten immer dort einkehren, bei ihnen sein, essen zusammen. Das ist die Mutter, die am Jagdmelken ist. Und Sonam ist die Jüngste, die ist jetzt inzwischen auch, hat sie das Zepter übernommen auf der Jagdkalb, weil es wird von Frau zu Frau wird es eher weitergehen. Und Sonam hat sich nach 5 Jahren Primarschule hat sie gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt will ich auf zu der Jagd. Und sie ist eine junge, starke Frau geworden, die der Jagd schaut und den Eltern hilft. Da ist der König zuerst mal ins Projekt gekommen, das war, wir sind unter dem 4. König eigentlich der 1980. Dort hat er die ersten Schritte für mehr Macht in die Distrikt eingeleitet. Es hat ein Volksfest gegeben und er hat dann erzählt, was er beabsichtigt. Der König war beeindruckt von der Entwicklungsarbeit vom Schweizer Team. Und das war eigentlich der Schlüssel, warum als Königin auf Weggis gekommen ist. Das allererste Mal haben wir 1996 so ein Fest zusammen gemacht. Da haben wir den damaligen Botschafter, der dann später Premierminister wurde, können einladen für ein Begegnungsfest im Pfarreisaal zu Weggis. Sie haben gekocht, sie haben Tanz vorgeführt und umgekehrt ist die Trachtengruppe auch Tanz vorführen. Wir haben dann auch eine Fotoausstellung gemacht und die ganze Woche lang haben wir so können einander begegnen und voneinander etwas lernen. Mit dem ganzen Team von der Botschaft in Genf bin ich dann auf die Rigi gefahren, am Kraftort, Felsenkapelle. Und alle Bhutanerinnen und Bhutaner, 24 an der Zahl, sind in der Felsenkapelle gewesen. Und eine ungeheure Stille hat das gegeben, über eine Stunde. Und nach dieser Zeit ist der Chigmitendle, der Premierminister, ist aufgestanden, hat mich umarmt und hat gesagt, danke Fritz. Das ist jetzt ein Bild, wo die Königin dann in die Schweiz gereist ist. Sie hat eben auch mal auf der Rigi wählen. Das war für sie offenbar auch ein besonderer Ort gewesen. Und wir haben es dann zustande gebracht, dass sie kommen konnte. Und sie ist dann mit einem Flüger von Wallis in die Innerschweiz geflogen. Und wir sind in Buchs gelandet, haben dann in Annenbürgen Tee und Kuchen gehabt, im Schlüssel am See. Und da sind wir mit dem Raddampfer Uri auf Vitznau gekommen. Und ich habe mich dann ganz schnell in meine SGV-Uniform umgezogen, habe Billetkontrolle gemacht und habe gesagt, Billetkontrolle. Und dann ist die Königin ohne Billett gereist. Dann habe ich gesagt, in dem Fall müssen Sie aussteigen. Da sieht man sie mit ihrem Sohn vom Schiff gehen. Ich bin natürlich da voll in Fahrt gekommen als Reiseleiter und zum die Landschaft erklären. Da zeige ich der Königin gerade den Hundsbuch und die ganze Geschichte dazu. Wir sind dann mit der Rigibahn in
ins Kalbad gefahren und haben bei der Alpweichmatt einen Halt gemacht. Dort hat die königliche Familie das Alpleben in der Schweiz erleben, haben gesehen, wie man arbeitet, hat sogar kuhwarme Milch zu trinken bekommen, was sie ja sonst nie machen. Aber höflich wie sie sind, haben sie alles mitgemacht. Im Kalbad ist die Königin vom legendären Berti empfangen worden, wo ihr ein Streichen beigebracht hat. Die Kinder haben es auch ohne Wort immer lustig miteinander. Der damalige kleine Prinz, der jüngste von der Königin, hat sich da vergnügt mit den Schweizer Kindern, die dem ganzen Fest teilgenommen haben. Die Königin und die Botschaftsangestellten haben den Regio-Ausflug ungeheuer genossen und sind sehr feinfühlige Menschen und haben darum auch die Regio gespürt. Das ist noch das Bild, wo wir dann sich nochmal getroffen haben. Der Fritz war dann hier gerade in Bhutan. Es war noch ein anderer Gast auf freundschaftlicher Basis. Und dann haben wir besprochen, ob sie nicht nochmal kommen können. Das, was wir jetzt gesehen haben, war ein privater Besuch. Ob sie nicht kommen für eine Generalversammlung von der Helvetas, die wir dann auf der Regio organisieren. Und meinem Wunsch hat die Königin entsprochen und 2 Jahre später sind sie auf der Rigi oben, auf Rigis Staffel, zu Besuch gewesen. Die Generalversammlung hat dann stattgefunden und nachher hat es ein Essen gegeben, man hat Tanz vorgeführt, Musik vorgeführt und die Königin hat dann auch eine Rede gehabt. Grüße von der Landesregierung von Bern hat Annemarie Huber-Holz überbracht. Da sieht man den berühmtesten Musiker aus Bhutan. Sie haben traditionelle Lieder vor.